Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen hier am Freitag. Ich habe vor, fürs Wochenende die Sternzeichen Monatsnachrichten oder Updates reinzustellen. Das lasse ich dann über Samstag und Sonntag laufen, nur damit ihr Bescheid wisst. Und die Legung sieht in ungefähr so aus wie die ich jetzt mache. Wir schauen fürs Kollektiv, was darf ich uns weitergeben. Es geht um uns. Und es geht um Veränderungen, die uns entgegenkommen oder die wir für uns wünschen. Das finde ich immer sehr gut, denn wir sind hier in der Mitte auch der Ausgangspunkt und nicht all die anderen oder all das andere. Wir denken hier vielleicht über Nachrichten oder Gespräche nach, die uns irgendwie getoucht haben oder die den Wind der Veränderung mit inne hatten und wollen uns auf irgendeine Bewegung ausrichten. Hier ist ein Konflikt, der hockt auf der unterbewussten Ebene. Das kann sein, dass wir das mehr und mehr wahrnehmen. Da geht es ein bisschen drum, wo setzen wir uns durch, wo machen wir uns streitbar, was wollen wir nicht mehr. Es kann um Dinge gehen, bei denen wir uns in der Vergangenheit schon ein bisschen rausgenommen haben. Es kann auch um das Gefühl gehen, dass man alles immer alleine wuppen muss. Und es kann hier sein, dass wir Grenzen ziehen. Es geht hier darum, dass wir unser Umfeld auf die Menschen auch ausrichten, die uns Kraft geben. Es kann auch sein, dass Veränderungen kommen, die unsere Freunde, unsere Kinder, unsere Menschen, mit denen wir vielleicht zusammenarbeiten, betreffen. Familienthemen sind hier sehr präsent. Ich glaube, hier geht es auch ein bisschen darum, wir sind hier in der Mitte der Auslage. Ne? Wo bleiben wir? Was machen all die anderen? Der Konflikt ist vielleicht auch, sich gut um sich selbst zu bemühen, Rückzüge zu genießen. Ich sage extra genießen. Und das scheint ja auch eine Lernaufgabe irgendwie zu sein. Hier sind Neubeginne, hier kann es viel um unser eigenes inneres Kind gehen oder um unsere Kinder, um Veränderungen, die Familienmitglieder mitbringen. Aber es liegt eben so, dass wir auch uns nicht vergessen sollen. Hier unten fällt uns ein bisschen schicksalshaftes Glück vor die Füße. Ja? Mehrere Bereiche vielleicht auch die Klärung finden. Ein Kampf, den wir hatten, wird beendet. Das kann auch zu dieser Veränderung mitgehören. Ich sehe auch, dass wir möglicherweise neue Weggefährten mit auf den Weg kriegen. Menschen, die wir neu kennenlernen, die eine neue Erfahrung mitbringen oder von denen wir auch sehr viel annehmen oder lernen können.
Wir haben den Hirschkäfer mit dem Thema Wachstum. Ja, da ist schon mal der Erkenntnishagel, der liegt ja bei uns drin. Und genau mit dieser Erkenntnis können wir hier neue Kräfte entwickeln. Das ist jetzt auch schon wieder sehr spannend, denn wir liegen ja hier in der Mitte dieses Blattes, ja. Und die Karte vom Hirschkäfer sagt einfach, dass es Zeit dafür ist, Angelegenheiten, die uns selbst betreffen, auch in die Hand zu nehmen und dafür zu sorgen, dass wir für diese Angelegenheiten einstehen. Und genau das ist das Problem. Hier ist ziemlich viel los um uns herum. Alles scheint wichtiger zu sein als wir. Und hier darf man schon auch mal sagen, es reicht jetzt oder ich grenze mich ab oder ich kümmere mich um meine Dinge. Und ich benutze die Kraft, die ich habe, auch für mich. Ne? Wir haben ja hier den Konflikt auch sein, dass man versucht, Auseinandersetzungen zu vermeiden. An sich wären sie hier aber auch heilsam. Da geht es darum, dass man zu seiner Meinung steht, dass man bei sich bleibt und dass man einfach die Dinge in die Hand nimmt und nicht wartet, bis irgendwer irgendwas macht. Und es geht um die Fähigkeit, sich klar und unmissverständlich auszudrücken. Das kann ja für viele eine ganz neue Erfahrung sogar sein. Es ist eine Übergangsphase auf unserer Lebensreise. Die Sache ist sehr mystisch auch. Ne? Mit dem Steinkreis haben wir ja immer auch so einen Ort, wo, ich würde mal sagen, ein bisschen Magie ist und ein bisschen Spiritualität, gute Energie. Und es geht darum, das auch zu feiern, ne? Dass wir nicht sagen, oh Mist, jetzt muss ich meine Komfortzone vielleicht verlassen, sondern es geht darum zu sagen, okay, ich habe das jetzt geschafft und eine neue Erfahrung liegt vor mir. Und ich glaube, für viele ist es auch das Ding, dass man etwas, was man selbst in der Kindheit erlebt hat, überwindet. Hier sind sehr viele Spiegelungen und hier unten haben wir auch nochmal die Aufforderung, dass wir das feiern sollen, was wir schon geschafft haben und dann mutig weiterziehen. Wir gucken uns an, was die Seele hierzu noch sagen möchte. Hier ist Mache langsam, hat sich umgedreht. Man braucht es nicht schnell machen, man braucht auch nicht durchs Leben rasen. Es ist vielleicht auch wichtig, achtsam zu sein, dass unserem Blick nichts entgeht. Und wir haben unterm Deck die Kursänderung. Hier sehr viel, das macht man vielleicht nur noch aus Gewohnheit und nicht aus dem Prinzip, man macht es gerne. Und da geht es darum, langsam mal zu gucken, wie die Richtung sein könnte, die in neues Wachstum auch führt. Ihr Lieben, ich lasse es so stehen. Wie gesagt, Samstag, Sonntag habt ihr die Sternzeichen für den Dezember zur Verfügung. Ich drücke euch und bis bald.